Wir von der GRS unterstützen den Bund bei seiner Aufgabe, Menschen und Umwelt vor den möglichen Gefahren der Kernenergie zu schützen. So werden einerseits auch weiterhin kerntechnische Anlagen in Deutschland betrieben. Dazu zählen beispielsweise Forschungsreaktoren, Zwischen- und Endlager. Zum anderen haben wir eine Vielzahl von Atomkraftwerken direkt vor unserer europäischen Haustür. Die Niederlande betreiben ein Kernkraftwerk, Belgien hat die Laufzeit seiner Reaktoren bis mindestens 2036 verlängert. Frankreich plant, seine riesige Flotte noch weiter auszubauen. Und auch die Schweiz und Tschechien betreiben Reaktoren. Insgesamt werden in Europa noch über 150 Atomkraftwerke betrieben. Und in einer ganzen Reihe von Ländern in unserer Nachbarschaft sind neue Blöcke in Bau bzw. in Planung. Zudem entwickelt sich die Kerntechnik stetig weiter. Beispiele sind die Reaktortypen der 4. Generation oder die sogenannten Small Modular Reactors, kurz SMA. Auch in einigen europäischen Ländern gibt es konkrete Pläne dazu. Gerade grenznahe Atomkraftwerke betreffen unsere Sicherheit unmittelbar, weil die Auswirkungen eines Unfalls nicht vor Ländergrenzen Halt machen. Deshalb ist es so wichtig, die Sicherheit dieser Anlagen eigenständig bewerten zu können. Auf der einen Seite gehört es zu unseren Aufgaben, im Auftrag des Bundesumweltministeriums zu analysieren, welche Auswirkungen bestimmte Ereignisse oder Entwicklungen in ausländischen Kernkraftwerken auf deren Sicherheit haben. Auf der anderen Seite unterstützen wir die Bundesregierung auch dabei, sich auf internationaler Ebene für ein möglichst hohes Maß an Sicherheit einzusetzen. Eigene Expertise ist vor allem aber dann unverzichtbar, wenn es zu einem Unfall im benachbarten Ausland kommt. Die GRS hat die Bundesregierung schon während der Unfälle in Tschernobyl und Fukushima unterstützt, teils rund um die Uhr aus ihrem Notfallzentrum in Köln. Heute ist unser Notfallzentrum Teil des Radiologischen Lagezentrums, das die Bundesregierung nach Fukushima ins Leben gerufen hat. Das Lagezentrum ist beim Bundesumweltministerium angesiedelt und wird neben der GRS auch vom Bundesamt für Strahlenschutz und weiteren Bundesbehörden unterstützt. Wenn es zu einem Notfall kommt, zum Beispiel durch einen Unfall in einem Kernkraftwerk im Ausland, im grenznahen Ausland, dann kann es notwendig sein, dass wir auch in Deutschland Maßnahmen ergreifen müssen. Und dafür ist es ganz dringend notwendig, genau Bescheid zu wissen, wann überhaupt eine Freisetzung von radioaktivem Material aus so einem Kernkraftwerk kommt und auch wie lange diese Freisetzung ist, wie hoch das ist und wie viel Zeit ich dann letztendlich habe, um diese Maßnahmen durchzuführen. Um solche Lagebewertungen eigenständig, verlässlich und zeitnah liefern zu können, sind unsere über Jahrzehnte hinweg entwickelten Simulationsprogramme unverzichtbar. Konkret geht es darum, zu untersuchen, ob ein bestimmtes Ereignis, also zum Beispiel ein Leck in einer Leitung oder ein Kabelbrand, zu einem schweren Störfall oder Unfall führen kann, wie schnell es dann gegebenenfalls zu einem Austritt von radioaktiven Stoffen in die Umwelt kommt und welche Mengen an Stoffen das dann sind. Solche Simulationen haben wir über viele Jahre hinweg für eine Vielzahl von Szenarien und unterschiedlichen Anlagentypen durchgeführt und damit quasi eine Art Bibliothek an Analysen zusammengestellt, die wir im Ernstfall für eine schnelle erste Lagebewertung nutzen können. Wir sorgen dafür, dass diese Kompetenzen in einer sich stetig verändernden Welt auch in Zukunft noch zur Verfügung stehen. Dafür sind wir da.